Wir haben ganz bewusst gesagt, wir machen zwei Perspektiven. So. Einmal die Perspektive Unterrichtsentwicklung und einmal etwas künstlich, jetzt nur für diesen kleinen Einstieg, die Perspektive Organisationsentwicklung. Warum Organisationsentwicklung? Weil wir gesagt haben, Unterricht natürlich steht im Mittelpunkt. Aber ihr kennt bestimmt unterschiedliche Karikaturen der Lehrer und auch der Schüler, die da irgendwie mit 17 Armen da sind oder völlig verwurschtelt oder wie auch immer, weil auch das Thema Kommunikation, Information, Organisation natürlich einen großen Punkt ausmacht und vor allen Dingen gerade in dieser Zeit, in der es so unterschiedliche Möglichkeiten gibt, es teilweise zu Verwirrung führen kann. Nicht nur zur Verwirrung, sondern auch zur Überforderung. Und unsere Idee ist natürlich zu sagen, nee, wir kommunizieren jetzt hier nicht per WhatsApp, auch wenn es jetzt verboten ist, also wir waren noch vorher da, nicht per Facebook, nicht so, wir tauschen uns nicht über Dropbox, OneDrive oder was auch immer, wir möchten gerne etwas Gemeinsames haben. Und so haben wir tatsächlich mit den Nachrichten, also man kann sagen, oh, wie habt ihr so ein bisschen klein angefangen? Einerseits kann man sagen, ja, die Nachrichtenfunktion, die ist ja doch klein und selbstverständlich und so weiter. Andererseits gibt es bei uns ganz viel Erfahrung, wie viel sich verändert, dadurch, dass wir eben sagen, im Unterricht sagen, auf E-Mails antworten wir nicht mehr. Es geht alles über It's Learning. Also teilweise wirklich mit so einer klaren Ansage in den Kursen. Nicht grundsätzlich. Wir haben noch keinen Beschluss, der da heißt, am Waldorfer Gymnasium wird sich nur per It's Learning kontaktiert. Aber auf dem Weg sind wir. Und zwar über die Erfahrung, wie schnell, wie leicht das geht. Hier ein Beispiel. Da sind die Schüler, darüber haben wir immer wieder schon gesprochen, teilweise schon weiter als wir Lehrer. Eine Schülerin hat mich mal angeschrieben, ich bin morgen mit dem Profil auf Exkursion und kann die Studienzeitenaufgabe dann ja nicht persönlich abgeben. Können Sie deshalb noch eine Aufgabe auf It's Learning dazu erstellen, damit ich das noch hochladen kann? Da bin ich dazu also gar nicht drauf gekommen, habe ich natürlich sofort gemacht, schon waren die Aufgaben abgegeben. Wir haben es genutzt, von Anfang an eben zur Arbeitsorganisation tatsächlich. Also wir haben ganz viele Gruppen und eben nicht nur unter den Lehrerinnen und Lehrern, sondern eben auch unter Schülerinnen und Schülern, ob das Amnesty International ist oder Sanitäter oder so weiter. Die haben für ihre Arbeitszusammenhänge Gruppen genutzt. Und im Ganzen haben wir so eine Idee gehabt, eben das WDG, das Waldorfer Gymnasium, das echte, soweit es geht, virtuell abzubilden. Das führt dazu, dass es auch, ihr werdet das erleben, einige haben sich schon verloren, dass es natürlich so Wege gibt, da verliert man sich hier gerne in dem Gebäude. Und natürlich verliert man sich teilweise auch auf unserer Plattform, das müssen wir sagen, weil alle, oder nicht jeder das gleiche die Suchgründung hat. So, wir haben uns entschieden, einen Eingang für Lehrer und einen Eingang für Schüler zu machen. Klingt vielleicht komisch, reformpädagogisch, wir sind alle gemeinsam hier und trotzdem zwei Eingänge, wie kommt's? Es hängt damit zusammen, dass die Schüler bei uns sehr, sehr aktiv sind, das werdet ihr erleben, das hört ihr dann immer wieder schon, und natürlich sie auch eine Schülerlounge eingerichtet haben, die echt lohnenswert ist, sich anzugucken. Sie überholen uns gerade, also die Schüler überholen uns gerade in der Gestaltung ihrer Schülerlounge im Vergleich zu dem, was wir hinter dem Eingang für Lehrerinnen haben, nämlich dem Lehrerzimmer, dem digitalen. Das ist die Schülerlounge. Ihr könnt natürlich nicht alles sehen. Ich glaube, das würde jetzt auch zu weit führen. Wir gehen in dem Workshop heute nochmal auf die Schülerlounge ein. Und morgen um 9:30 Uhr gehen die Schüler dann speziell drauf ein. Ihr seht, die haben ein schwarzes Brett, die haben Protokolle zu Download, kennt ihr eure Rechte, Schüler, sie haben Fachbereichsräume, in denen zum Beispiel die besten Präsentationen aus dem PGW stehen und. Das heißt, die sind da sehr aktiv. Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich finde ein absolutes Highlight ist tatsächlich bei diesen Fächerbereichen, die die Schüler da haben,
Es gibt da zum Beispiel eine Mathe-Seite und einen Schülerverantwortlichen für den ganzen Bereich Mathe. Also wenn man zu irgendwas fragen hat, kann man sich direkt an diesen Schülerverantwortlichen für das Fach Mathematik wenden. Habe ich gestern auch zum ersten Mal gesehen. Also ich möchte sagen, das ist Lernen im Dialog. Super. Genau, Caro hat das zum ersten Mal gesehen, weil wir Lehrer eben nicht auf die Schüler-Lounge raufkommen. Ich frage sie dann immer, wenn ich solche Screenshots mache. Das ist unser Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer sieht so aus, dass wir einerseits einen statischen Bereich haben und andererseits einen dynamischen. Statisch heißt nicht uralt und alte Nachrichten und so weiter, sondern das ist etwas, worauf man sich verlassen kann. Wir haben darüber gesprochen mit diesem Lost und man verliert sich. Da gibt es immer irgendwelche Nachrichten und Materialien von den Fachbereichsleitern, von den Koordinatoren und so weiter und so weiter. Dahinter gibt es immer Infobriefe des Schulleiters und so weiter und so weiter. Also das verändert sich nicht, nur die Inhalte dahinter natürlich. Wir haben vor kurzem eine Umfrage zur Nutzung von It's Learning gemacht. Natürlich sowohl die Umfrage als auch die Ergebnisse haben wir dann über das digitale Lehrerzimmer kommuniziert und organisiert. Auch die Registrierung für die Tagung heute und morgen haben wir über das Lehrerzimmer und so weiter kommuniziert. Ihr seht das schon, es ist sehr, sehr komplex. Wir sind am Anfang, wir sind nicht ganz am Anfang, wir sind schon so ziemlich weit einerseits. Andererseits ist es natürlich irrsinnig verwirrend, weil es immer noch so ist, wir haben die berufliche E-Mail-Adresse, wir haben It's Learning, wir haben Fächer, wir haben ein Mitteilungsbuch, wir haben private E-Mail-Adressen und. Sehr, sehr viele Kommunikationswege und Organisationswege. Noch sind wir dabei zu gucken, wie wollen wir es gestalten. Diese Folie kennt ihr bestimmt. Die Grundidee ist eben zum einen, dass wir vielleicht am Ende des Jahres dank der It's Learning Plattform nicht ganz so aussehen. Und zum anderen ist es so, dass wir natürlich die Idee haben, gerade wenn ich so einen Zustand erreicht habe, nicht unbedingt am Ende des Schuljahres, ist es sehr, sehr gut, einen gemeinsamen Ort zu haben, der geordnet ist, wo ich weiß, da finde ich die Protokolle und da finde ich die Ankündigung zu der Klassenkonferenz und so weiter und so weiter. Ich danke euch.